Seien wir ehrlich, niemand braucht die 100. Tasse mit einem lustigen Spruch drauf. Wenn du einem Kaffeeliebhaber wirklich eine Freude machen willst, dann schenk ihm kein Porzellan, sondern besseren Kaffee. Egal ob für den blutigen Anfänger oder den absoluten Nerd. Ich zeige euch heute 11 Geschenkideen, die das Kaffee-Game deiner Freunde und Familie für immer verändern werden. Und das Beste, für jeden Geldbeutel ist was dabei. Gerade jetzt zum Black Friday ist der perfekte Moment, die ersten Weihnachtsgeschenke zu besorgen, aber auch sonst bekommst du in diesem Video gute Inspirationen. Hallo, ich bin Coffee Chris und wir starten direkt mit dem wichtigsten Upgrade überhaupt. Aber bleib bis zum Ende dran, auch der letzte Tipp wird deinen Kaffee komplett verändern. Falls du neu hier bist, abonniere meinen Kanal für mehr Kaffeetipps. Fangen wir an. Teil 1. Die Game Changer. Geschenk Nummer 1 ist der absolute Preis-Leistungskönig. Die Timemore C3. Warum? Ganz einfach. Vorgemahlener Kaffee ist einfach nicht akzeptabel. Wer guten Kaffee will, muss frisch mahlen. Aber Vorsicht, die billigen Mühlen für 20 € haben oft Keramikmahlwerke, die die Bohnen eher zerquetschen. Die Timemore hat ein Stahlmahlwerk. Das Ergebnis? Ein sauberer, gleichmäßiger Schliff für ca. 100 €. Für wen? Für jeden, der noch keine Mühle zu Hause hat. Nummer 2 klingt vielleicht erstmal übertrieben, ist aber essentiell. Eine digitale Kaffeewaage mit Timer. Kochen ist Kunst, Backen ist Wissenschaft und Kaffee ist definitiv wie Backen. Wenn das Verhältnis von Wasser zu Kaffee nicht stimmt, schmeckt's jeden Tag anders. Mit so einer Waage hast du Gewicht und Zeit im Blick. Für wen? Für den Perfektionisten, der Konstanz will. Teil 2. Die Abenteurer und Klassiker. Kommen wir zum Schweizer Taschenmesser unter den Kaffeebereitern. Die Aeropress. Sie ist unzerstörbar, passt in jeden Rucksack und macht fantastischen Kaffee. Die Go-Variante kommt sogar mit eigenem Becher als Verpackung. Perfekt für Camping, Reisen oder schlechten Bürokaffee. Für wen? Den Abenteurer oder den Bürohengst. Ein absoluter Designklassiker, die Bialetti Moka Express. Das ist italienisches Lebensgefühl pur. Sie macht keinen echten Espresso, dafür fehlt der Druck, aber einen sehr kräftigen, aromatischen Kaffee, der dem Espresso nahe kommt. Für wen? Nostalgiker und alle, die es stark mögen, aber keine 1000 € Maschine kaufen wollen. Teil 3. Der Pour-Over-Sektor. Wenn der oder die Beschenkte gerne Handfilter Hario V60 trinkt, braucht er oder sie das hier, einen Hario Wasserkessel. Das sieht nicht nur sexy aus, dieser Schwanenhals hat einen Grund, Präzision. Du kannst genau steuern, wo das Wasser landet. Mit einem normalen Wasserkocher ist das eher Glückssache. Willst du dazu noch ein kleines Upgrade, kannst du dir auch den Kyato Gooseneck Wasserkocher von Coffee Friend anschauen. Bei diesem Wasserkocher kannst du zusätzlich auch die Temperatur gradgenau einstellen und hast so immer die perfekte Wassertemperatur für deinen Kaffee. Etwas für den Sommer- oder Eiskaffee-Fans, die Hario Cold Brew Flasche. Cold Brew ist genial, aber oft nervig zu machen. Hier Pulver in den Filter, Wasser rein, ab in den Kühlschrank über Nacht. Fertig. Einfacher geht's nicht. Wir kommen gleich zu einem Tool, das aussieht wie ein Folterinstrument, aber den besten Espresso der Welt macht. Und zu meinem absoluten Lieblingsbuch. Aber vorher, lass uns kurz über Ästhetik sprechen. Teil 4, Lifestyle und Design. Das Auge trinkt mit. Doppelwandige Gläser. Der Kaffee schwebt optisch darin. Der Clou: der Kaffee bleibt heiß, aber du verbrennst dir außen nicht die Finger. Für wen? Ästheten und Latte-Trinker. Wenn es nachhaltig sein soll, der Husky Cup. Diese Becher bestehen aus den Schalen der Kaffeebohnen, also eigentlich einem Abfallprodukt der Ernte, sehen durch das Rillendesign extrem stylisch aus und sind gut für die Umwelt. Das unterschätzteste Geschenk überhaupt, die Airscape-Dosen. Sauerstoff ist der Todfeind von Kaffeearoma. Normale Dosen schließen Luft ein. Die Airscape drückt die Luft raus. Vakuumeffekt. Damit bleiben teure Bohnen wochenlang frisch. Teil 5. Der Nerd Corner. Kennst du das? Man trinkt einen phänomenalen Kaffee, aber 2 Wochen später hat man vergessen, welche Bohne das genau war oder wie der Mahlgrad eingestellt war.
Dieses Logbuch ist wie ein Tagebuch für den Gaumen. Es hilft dabei, Geschmacksprofile zu notieren, Säure, Körper, Aromen und das eigene Rezept für die perfekte Tasse festzuhalten. Es macht aus dem einfachen Kaffeetrinken ein echtes Hobby. Für wen? Den angehenden Sommelier und jeden, der seine Sensorik trainieren und seine Lieblingsbohnen nie wieder vergessen will. Jetzt wird's kurz nerdy. Das hier ist ein VDT-Tool, Weiss Distribution Technik. Sieht aus wie Akupunktur, ist aber der aktuelle Hype unter Baristas. Man rührt damit das Pulver im Siebträger um, zerbricht Klümpchen und verhindert Channeling. Das Ergebnis? Ein viel gleichmäßigerer Espresso-Bezug. Kostet fast nix, bringt extrem viel. Für wen? Jeden mit einer Siebträgermaschine. Und zu guter Letzt das ultimative Wissen, der Kaffeeatlas von James Hoffmann. James ist quasi der Kaffeepapst auf YouTube. Ich schaue auch selbst schon seit Jahren gerne seine Videos. Dieses Buch ist die Bibel. Herkunft, Röstung, Zubereitung, hier steht alles drin, wunderschön illustriert. Und es schaut auch schön im Regal aus. Für wen? Den Schlauberger, der beim Kaffeetrinken gerne alles besser weiß. Im positiven Sinne natürlich. Egal ob 20 € für ein WDT-Tool oder das volle Upgrade mit Mühle, mit diesen Geschenken zeigst du, dass du dir Gedanken gemacht hast. Ich packe euch Links zu allen Produkten unten in die Videobeschreibung, damit ihr nicht lange suchen müsst. Jetzt seid ihr dran. Welches Kaffee-Gadget hat euer Leben verändert? Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, ich suche nämlich auch noch Inspiration. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal für mehr Koffein-Content. Bis zum nächsten Mal, euer Chris.